Hallo und herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung der Güring TechLight 2020. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Livestream. Mein Name ist Anja Lange und ich begleite Sie als Moderatorin durch dieses Live-Event. Ich freue mich jetzt sehr auf den Geschäftsführer, Herrn Oliver Güring, der die digitale Messe eröffnen wird. Vielen Dank, Frau Lange. Liebe Kunden, liebe Zuschauer, auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer ersten digitalen Messe, der TechLight 2020. Eigentlich hätte diesen September die AMB stattfinden sollen. Dort stellen wir aus, seit es die AMB gibt, fast 40 Jahre. Und es ist unsere erfolgreichste und bestbesuchte Messe weltweit. Man könnte sagen, unsere Hausmesse. Wir hatten uns sehr auf die AMB gefreut und wir bedauern wirklich außerordentlich, dass wir Sie dieses Jahr nicht persönlich in Stuttgart begrüßen konnten. Wir stellen traditionell ja auf sehr vielen Messen aus, einfach weil uns der persönliche Kontakt und der Austausch mit Ihnen wichtig sind. Und ich kann Ihnen versichern, sobald es wieder problemlos möglich sein wird, Messen zu besuchen und es auch Freude macht, Messen zu besuchen, dann werden wir wieder ausstellen. Hoffe, Sie kommen und freuen uns auf Sie. Bis dahin machen wir aus der Not eine Tugend und bieten Ihnen mit der TechLight die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit, das ganze Jahr über unsere Neuigkeiten zu informieren. Wir haben uns mit der TechLight bemüht, einem realen Messebesuch so nahe wie möglich zu kommen und daher bieten wir Ihnen Interaktivität. Sollten Sie also Fragen haben oder Wünsche, dann schreiben Sie uns, chatten mit unseren Experten oder rufen uns einfach an. Ich verspreche Ihnen, Sie landen in keiner langen Warteschleife, Sie sprechen mit keinen Chatbots, sondern mit unseren kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich sehr freuen, Ihnen behilflich sein zu dürfen. Das war es auch schon von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch auf der TechLight. Ich wünsche uns beiden, dass die ein oder andere Innovation für Sie von Interesse ist, Ihnen hilft, Kosten zu sparen und produktiver zu arbeiten. Ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie gesund bleiben und vor allem, dass Sie gut durch diese aktuell schwierigen Zeiten kommen. Ihnen herzlichen Dank und nun viel Freude auf der TechLight. Vielen Dank, Herr Güring, für diese Worte zur Eröffnung. Wie wir eben schon gehört haben, gibt es heute Innovationen aus der Zerspannungsbranche und Sie erfahren, wie Sie Ihre Fertigung digitalisieren. Konkret heißt das 3 Themen, 6 Speaker. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Digitalisierung der Fertigung, mit dem Thema Vollhartmetallbohren im Hochleistungsbereich und wir haben eine exklusive Produktvorstellung für Sie, eine Weltpremiere sozusagen. Und damit starten wir jetzt auch gleich. Wir stellen Ihnen unseren Star als erstes Thema gleich vor. Eine Einführung dazu geben Ihnen Rolf Erler und Christian Sieker. Sie sind bei Güring Produktmanager für Fräswerkzeuge und Mikrowerkzeuge. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Produktmanager für Fräswerkzeuge bei der Firma Güring war ich maßgeblich an der Entwicklung und der Erfolgsgeschichte des Fräsers R500 Diver beteiligt. Ich freue mich, Sie heute begrüßen zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam in die Welt des R500 Divers einzutauchen. Sie kennen das Problem. Nuten, Taschen, Kavitäten. Das bedeutet meist langwieriges Eintauchen für eine relativ kurze Bearbeitungszeit. Die Eintauchwege dauern länger als die Bearbeitung an sich und der ganze Fräsvorgang ist träge und ermüdend. Mit dem Diverfräser lösen Sie dieses Problem, da Sie mit extrem hohen Parametern erstens axial bohren, zweitens helikal eintauchen und drittens linear rampen können. Und damit erledigen Sie Ihre Bearbeitungsaufgaben um ein Vielfaches schneller. Aber wissen Sie noch, es gab eine Zeit vor dem Diver, da mussten Sie mit unter 10 Grad rampen und eintauchen. 10 Grad, erinnern Sie sich, das war mühselig und zeitraubend. Doch dann kam der Diver auf den Markt und änderte einfach alles. Mit ihm war nun Eintauchen mit 45 Grad möglich. Und heute?
vom Mitbewerber oft kopiert und nie erreicht, sind wir mittlerweile beim Eintauchwinkel von 60 Grad angelangt. Mit diesem aggressiven Eintauchen reduzieren Sie Ihre Bearbeitungszeiten drastisch. Der RF100 Diver setzt also, damals wie heute, neue Maßstäbe. Das glauben Sie mir nicht? Fragen Sie unsere Kunden. Über 18.000 kaufende Kunden auf der ganzen Welt. Diver end mill with coolant through has allowed us to triple our speeds and feeds, and our tool life has increased about 250%. Diver, mantap bro! Diver, la perfección en maquinado. Diver, luar biasa! Diver, 최고! Diver is a universal tool. No more plunge drilling, just straight rough and finish. All one shot. 다이버의 놈이는 사이코! Hin und wieder kommt ein revolutionäres Produkt auf den Markt, das alles ändert. Und wir bei Güring konnten mit unserem Diver so ein Produkt vorstellen. Der Diver kann eben beides. Er ist universell in den Anwendungen, beim Bohren, Nuten, Rampen, Schruppen, Schlichten und auch universell in allen Werkstoffen anwendbar. Und damit ist unser RF100 Diver die am breitesten aufgestellte Waffe am Markt. Sie sehen, wir alle beschäftigen uns Tag ein, Tag aus mit Effizienz, Optimierung und dem Credo höher, schneller, weiter. Doch während wir in unserem alltäglichen Leben ein Superlativ nach dem anderen jagen, vergessen wir oft eines. Die Zukunft der Zerspannung liegt im Kleinen. Die Zukunft liegt in der Mikrotechnologie. Mein Name ist Christian Sieker und als Produktmanager für Mikrowerkzeuge stelle ich Ihnen heute die nächste Evolution im Bereich Fräsen vor. Extrem klein, ultra präzise, das ist der Anspruch, den wir bei Güring verfolgen. Die Miniaturisierung von Bauteilen fordert Anwendungen, die lange Zeit undenkbar schienen. Je kleiner die Komponenten, desto höher der Anspruch an Präzision, Wiederholgenauigkeit und Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Eine hohe Hartmetallqualität, enge Fertigungstoleranzen und eine prozesssichere Kühlung sind wesentliche Grundlagen für eine optimale Mikrozerspannung. Sie sehen, Miniaturisierung und technischer Fortschritt stellen uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen. Gerade in Branchen wie der Medizin und der Elektrotechnik nehmen kleine Präzisionsbauteile extremst zu. Mit einher gehen steigende Anforderungen an Performance und Konstanz und somit an die Herstellung dieser Werkzeuge. Mit einem hochmodernen Kompetenzzentrum im Vogtland tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. Auf über 4000 Quadratmeter vereinen wir alle Kompetenzen, die zur Herstellung dieser Mikrowerkzeuge notwendig sind. In diesem Kompetenzzentrum für Mikrotechnologie wird die Fertigung für eine komplette Branche abgebildet und ist in dieser Form einzigartig. Hier laufen Entwicklung und Erprobung, Konstruktion und Fertigung für den gesamten Produktbereich zusammen. Hartmetall, Geometrie und Beschichtung werden haarscharf aufeinander abgestimmt. Das Ziel dieses Kompetenzzentrums ist die Entwicklung neuer Innovationen für die Mikrozerspannung. Und eine Innovation habe ich heute für Sie mitgebracht, den RF100 Mikrodiver. Dieses Werkzeug setzt den Startpunkt für eine neue Generation von Mikrowerkzeugen und führt gleichzeitig die Erfolgsgeschichte des RF100 Diver fort. Der Mikrodiver setzt in Bezug auf Performance und Konstanz neue Maßstäbe in der Mikrozerspannung. Für den Kunden bedeutet das vielfach höheres Zeitsparvolumen als heute üblich, gleichzeitig eine Steigerung der Prozesssicherheit und das auch in schwer zersparbaren Werkstoffen. Dabei profitieren nicht nur Serienfertiger und Kunden mit hohen Spindeldrehzahlen. Die Vorteile dieses Werkzeuges machen auch in der Einzelteilbearbeitung und unter Standardbedingungen den entscheidenden Unterschied. Im Detail bedeutet das erstens das Einsparen von Werkzeugen, denn Sie können mit nur einem Werkzeug eintauchen und fräsen. Zweitens extrem hohe Schnittwerte und drittens enorm hohe Schnitttiefen, die für Mikrowerkzeuge bisher nicht möglich waren. Geballt sorgt das für eine massive Reduzierung der Bearbeitungszeit und zusammengefasst für ein neues Level in der Mikrozerspannung.
Vielen herzlichen Dank, Christian Sieker, für die Vorstellung des neuen RF100 Microdivers. Ein wirklich neues Level in der Zerspannung. Jetzt sind wir also schon mit einem großen Knall gestartet, aber ich kann Ihnen versprechen, es geht nicht weniger spannend weiter. Und zwar mit einem Thema, das uns momentan alle umtreibt: Digitalisierung. Auch Güring als Werkzeughersteller bietet für seine Kunden digitale Lösungen. Welche das sind und was sie ihnen bieten, liebe Damen und Herren, das erfahren wir jetzt. Und zwar von Daniel König, er ist Leiter des Bereichs Toolmanagement bei Güring, und Uwe Reich, er leitet das Vertriebsteam Dienstleistungen und Software. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie wollen Ihre Fertigung digitalisieren? Ich weiß, das Thema Industrie 4.0 langweilt Sie. Und außerdem, Güring macht Werkzeug, keine Software. Falsch gedacht. Wo kommen wir, Güring, eigentlich her? Unsere Kunden haben ursprünglich eine simple Software benötigt, die die Schubladen unserer Werkzeugschränke öffnet. Vielleicht noch ein bisschen Bestandsübersicht und ganz hochgegriffen Entnahmeprozesse im Automaten überwachen. Doch mit den wachsenden Anforderungen unserer Anwender hat sich auch der Geschäftsbereich Dienstleistung weiterentwickelt. Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Schnittstellen und über 3000 Softwareprojekten weltweit machen uns zu ihrem verlässlichen Partner. Wo stehen wir also heute? Wir bieten eine Software, die all Ihre produktionsnahen Prozesse digitalisiert, überwacht und Ihnen die Chance gibt, diese zu optimieren. Mein Name ist Daniel König, ich leite den Bereich Toolmanagement bei Güring. Und warum ganz Unglaubliches möglich ist, wenn Sie Werkzeug und Software miteinander verheiraten, das zeige ich Ihnen heute. Digitalisierung ist in aller Munde. Die Realität sieht oft etwas anders aus. Bei unseren Kunden finden wir meist gewachsene Strukturen. Sie haben einen heterogenen Maschinenpark. Darin sind verschiedene Insellösungen entstanden, um verschiedene Aufgaben zu erledigen. Aber so wirklich zusammen passt allerdings nichts. Und nun stehen Sie vor der Herausforderung, diese unterschiedlichen Prozesse einheitlich zu digitalisieren. Dazu müssen Sie Lösungen finden, die in die vorhandene Infrastruktur integrierbar sind. Ich habe gute Nachricht für Sie. Sie stehen nicht alleine da. Güring hat sich für Sie diese Gedanken bereits gemacht. Lassen Sie uns Ihnen nun verschiedene Ansätze zeigen, wie die Digitalisierung auch in Ihrer Fertigung Einzug halten kann und welche Vorteile sich für Sie ergeben. Sie alle kennen diese Ampeln. Damit können Sie den aktuellen Zustand einer Maschine direkt erkennen. So weit, so gut, wenn Sie sich in der Fertigung befinden. Wenn nicht, sind Sie praktisch blind. Und genau hier setzt unsere Lösung an. Die Software ermöglicht es Ihnen, den Zustand jeder einzelnen Maschine in einem Fertigungsleitstand darzustellen. So haben Sie jederzeit und von überall aus den aktuellen Zustand Ihrer gesamten Fertigung im Blick. Sie erkennen Maschinenstillstände live und können sofort eingreifen. Aussagefähige Analysen zeigen Ihnen sowohl die Produktivität Ihrer Anlage als auch deren Verluste. Mit diesen Daten können Sie Ihre Auslastung verbessern. Bis zu 20%. Das bedeutet de facto, dass Sie bis zu 20% mehr Fertigungskapazität besitzen. Mit demselben Maschinenpark wohlgemerkt. Noch ein Beispiel. Wann wechseln Sie die Werkzeuge an der Maschine? Genau, dann, wenn ein Werkzeug verschlissen ist oder Sie eine Maschine für einen neuen Auftrag umrüsten. Das Problem ist, dass Sie erst dann die benötigten Werkzeuge einstellen. Dann, wenn der Bedarf bereits akut ist. Wäre doch toll, wenn man das vorbereiten könnte. Oder? Können Sie. Wir überwachen das Werkzeugmagazin digital. Dazu gehören Standzeiten, Vorwarngrenzen oder auch die aktuelle Belegung. Dadurch lässt sich vorhersagen, wann ein Werkzeugwechsel nötig ist und diesen damit auch vorbereiten. Das heißt, künftig können Sie Laufzeiten der Maschine dazu nutzen, benötigte Werkzeuge bereits im Vorfeld einzustellen. Doch damit nicht genug. Natürlich bietet die Software Ihnen auch Auswertungen zu den Verschleißdaten. Diese helfen, Bearbeitungsprobleme sofort zu erkennen oder auch Bearbeitungsstrategien langfristig zu optimieren. Es gibt weitere interessante Ansätze zur Prozessoptimierung. Stellen Sie sich vor, ein fähiger Mitarbeiter optimiert während seiner Schicht das C-Programm. Sie können sich freuen. Sie haben nur die besten Leute eingestellt. Diese denken mit, ja optimieren sogar Ihre Fertigung. Schade nur, dass Ihnen das absolut gar nichts bringt.
Sie haben zwar plötzlich eine Qualitätsverbesserung oder Produktivitätssteigerung, nur dass dies bei Schichtwechsel niemand mehr nachvollziehen kann. Denn meist wird diese kurze Umprogrammierung nicht dokumentiert. Das Wissen ist verloren, das Potenzial ist futsch. Oder weniger optimal, jemand hantiert am NC-Programm und es läuft nicht ganz so gut. Niemand will das zugeben, aber ich weiß, Sie kennen das Problem. Sie produzieren Ausschuss und wissen nicht, warum. Dank der Parameterüberwachung werden Änderungen im NC-Programm automatisch dokumentiert. Sie können Veränderungen jederzeit lückenlos nachvollziehen und dadurch herausfinden, wo es klemmt. Eine Analyse sowohl über Optimierungen als auch bei auftretenden Bearbeitungsproblemen ist somit in Rekordzeit möglich. Was wir also sehen und was Sie natürlich bereits wissen ist, Wissen ist Macht. Doch allzu oft bleiben diese Dinge, dieses Wissen, das in den Köpfen der Mitarbeiter steckt, auf der Strecke und verpufft. Wie gehen wir also heute vor, wenn wir unsere Bearbeitungsprozesse analysieren und optimieren wollen? Diejenigen von Ihnen, die die alte Schule durchlaufen haben, legen die Hand auf die Maschine und überprüfen die Vibration. Wir können zudem den Verschleiß der eingesetzten Werkzeuge sowie die Bauteilqualität überprüfen. Wohlgemerkt optisch. Wir nennen das Blindflug, weil die Dinge, die in der Maschine während der Bearbeitung passieren, nicht wirklich gemessen werden können. Wie können wir es also besser machen? Dadurch, dass wir Maschinen direkt anbinden und überwachen, machen wir wichtige Parameter sichtbar. Und das für alle Maschinen. Wir sehen Drehzahlen und Vorschübe aller Achsen und Spindeln, wobei bis zu 8 Achsen gleichzeitig erfasst werden können. Dazu deren Leistungsaufnahme und sämtliche Positionsdaten. Wir sehen Fehlermeldungen des NC-Programms, Haupt- und Nebenzeiten sowie die entsprechenden Programmcodes zur Visualisierung. Die wirkenden Kräfte messen wir direkt im Arbeitsraum. Mit all diesen Daten und mehr als 120 Jahren Erfahrung im Bereich der Zerspannung ermöglichen wir Ihnen, Prozesse und Performance live zu überwachen, diese zu analysieren und dann auch zu optimieren. Sie sehen also, bei unseren Digitalisierungsprojekten verfolgen wir immer einen ganzheitlichen Ansatz. Wir starten mit der Ist-Analyse, wir ermitteln Potenziale zur Optimierung und stimmen uns eng mit Ihnen ab. Oftmals treten dabei vermeintlich kleine Lücken ans Licht, die aber in der Folge zu erheblichen Problemen führen können. Hierzu ein einfaches Beispiel. Ich stelle mein Werkzeug am Voreinstellplatz ein und erhalte die Korrekturwerte in Form eines Ausdrucks. Die Korrekturwerte muss ich nun wieder von Hand an der Steuerung meiner Maschine eintippen. Wir nennen dies einen Medienbruch. Ein Zahlendreher, ein kurzes Vertippen, das kann im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Maschine führen. Und das bedeutet Produktionsausfall. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, diesen Medienbruch zu eliminieren und die Daten automatisch an die Maschine zu übertragen. Da die wenigsten Maschinenparks einheitlich sind, haben wir uns bei der Entwicklung nicht auf einen Steuerungstypen oder Hersteller fokussiert. Wir sind mit nahezu allen am Markt befindlichen Steuerungstypen wie Siemens, Fanuc oder Heidenhain kompatibel. Und wenn nicht, finden wir eine auf Sie zugeschnittene Lösung. Schnittstellenentwicklung, Implementierung im Fertigungsumfeld, Werkzeug-Know-how. Das alles macht uns zu Ihrem starken Partner. Aber viel wichtiger, es macht Sie erfolgreicher und trägt zur Optimierung Ihrer Fertigung bei. Ja, vielen herzlichen Dank, Uwe Reich, Daniel König. Dankeschön. Wahnsinn, was mit der Digitalisierung in der Industrie alles so möglich ist. Sehr geehrte Damen und Herren, jedes Jahr gehen Sie über Messen und sehen Dutzende neue Werkzeuge. Aber sind wir mal ehrlich, das Rad wird jetzt auch nicht jedes Jahr neu erfunden. Ab und zu allerdings schon. Heute dürfen Sie dabei sein, wenn unsere Experten Florian Bayerl aus dem Produktmanagement und Dr. Nikolaus Beer aus der Forschung und Entwicklung Ihnen zeigen, wie Güring sich auf das nächste Level des Bohrens katapultiert hat. Allen Widrigkeiten zum Trotz. Wenn wir etwas erschaffen, mit Leidenschaft und Präzision, wenn wir das Beste vom Besten zusammenfügen,
dann entsteht etwas Neues. Extremes. Gewaltiges. Der RT100XF. Extremes Zeitspannvolumen. Gewaltige Zerspannung. In der Zerspannung gibt es seit einigen Jahren einen Wandel. Mikrolegierte Stähle kommen immer häufiger zum Einsatz. Sogenannte Superlegierungen klingen nach Hightech-Anwendungen oder Prestigeobjekten, nach Luft- und Raumfahrt, Leichtbau und Motorsport. Aber seit eh und je war es so, meine Damen und Herren, dass diese Materialien zwar oft hier geboren werden, aber aufgrund ihrer beeindruckenden Eigenschaften nach und nach auch in der konventionellen Industrie Einzug halten. So war es bei Aluminium und CFK im Automobilbau und so ist es eben auch bei Inconel und anderen Superlegierungen. Hinzu kommen immer leistungsstärkere Maschinen am Markt, die uns Werkzeugherstellern das Leben schwer machen. Denn sie erfordern immer leistungsfähigere Werkzeuge. Solche Werkzeuge sind extremen Verschleißbeanspruchungen ausgesetzt. Aktuelle Werkzeuge am Markt können diesen Anforderungen oft wirtschaftlich nicht mehr gerecht werden. Mein Name ist Florian Bayer, ich beschäftige mich im Hause Güring mit der Kernkompetenz Bohren und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Nicolas Bär, der die Forschungsprojekte leitet, werde ich Sie heute auf eine Reise mitnehmen. Auf die Reise zur Entstehung des Ratiobohrers RT100XF. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie bereits gehört haben, befinden wir uns auf dem Markt bereits auf einem absoluten Leistungsplateau. Zur weiteren Leistungssteigerung werden für gewöhnlich zwei Ansätze diskutiert. Entweder A, die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit oder B, die des Vorschubs. Nun muss ich Ihnen, liebe Zuschauer, ja nicht sagen, welche Auswirkungen die Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit mit sich bringt. Die Temperaturen in der Zerspannungszone erhöhen sich enorm, Randzonenveränderungen nehmen zu, die Bauteilqualität leidet. Aufgrund der Thematik Temperatur ist also der Ansatz Schnittgeschwindigkeit aktuell größtenteils ausgereizt. Aktuelle Werkzeuge stellen keinen Hebel mehr dar. Beim zweiten Ansatz, einem höheren Vorschub, bleiben die Temperaturen zwar auf einem niedrigeren Niveau, bei einem höheren Leistungspotenzial, dafür nimmt die mechanische Belastung erheblich zu. Dies muss bei der Werkzeugauslegung berücksichtigt werden. Um den hohen Vorschub realisieren zu können, müssen wir das Werkzeug komplett neu denken. Nur dann erhalten wir den Extra Feed. Schauen wir uns zunächst das Fundament des Hauses an, das Hartmetall. Hohe mechanische Belastungen, wie bei hohen Vorschüben, führen auch zu höheren lokalen Spitzenbelastungen. Resultierende Ausbrüche am Werkzeug müssen aber unbedingt vermieden werden. Gleichzeitig gibt es ein Gegensatzpaar bei der Auslegung von Hartmetallen, das Ingenieure auf der ganzen Welt beschäftigt: Härte und Zähigkeit. Ultrahart und somit ultra verschleißbeständig wünschen wir uns unsere Schneidstoffe. Aber ultrahart bedeutet leider auch ultraspröde. Und ultraspröde führt zu etwas, das jeder Zerspaner hasst: Werkzeugbruch. Diese beiden Größen müssen also sinnvoll ausgeglichen werden. Denn während das harte, spröde Werkzeug leicht bricht, würde dies ein zähes Hartmetall vielleicht schadlos oder nur mit geringen Folgen überstehen, könnte dann aber diverse Materialien, wie die eingangs erwähnten Superlegierungen, aufgrund der fehlenden Härte überhaupt nicht zersparen. Prozesskräfte während der Zerspannung sind somit die Kerngröße für die Entwicklung eines Bohrwerkzeugs und bringen bestimmte geometrischen Anforderungen an das Werkzeug und die Auslegung mit sich. Essentiell hierbei ist die Makrogeometrie, da sie für einen sicheren Spanbruch ausschlaggebend ist. Das Ziel hierbei muss immer die Wärmeabfuhr über den Span sein, denn speziell die Schneidecke unterliegt thermischen Belastungen, da hier bekannterweise die Schnittgeschwindigkeit am höchsten ist. Die Schneide muss insbesondere im Bereich der Ecke extrem stabil sein, da sie maßgeblich für die Bohrungsqualität verantwortlich ist. Und reine Leistung ohne Qualität reicht eben nicht aus. Eine stabile Schneidecke erreichen wir durch die sogenannte Negativphase. Die spezielle Positionierung der Führungsphasen macht den RT100XF so erfolgreich in Bezug auf Position und Rundheit. Durch die robuste Schneide können extreme Vorschübe realisiert werden. Die reduzierte Eingriffszeit senkt die thermische Belastung, die Produktivität wiederum nimmt um ein Vielfaches zu.
Neben Hartmetall und Makrogeometrie legen wir auch besonderes Augenmerk auf die Mikrogeometrie, denn diese beeinflusst den Schutz der Haupt- und Nebenschneide und muss daher genau abgestimmt sein. Bereits kleinste Änderungen verändern die Leistungsfähigkeit des Werkzeugs erheblich, da wir hier die Spanbildung in ihrem Ursprung verändern. Wir operieren sozusagen am offenen Herzen und da darf bekanntermaßen absolut nichts schiefgehen oder dem Zufall überlassen bleiben. Bei der Fertigung der Mikrogeometrie sind also Prozesssicherheit, auch bei engen Toleranzen, sowie eine hohe Wiederholgenauigkeit essentiell. Hier profitieren wir ganz klar von unseren Kernkompetenzen im Haus. Bereits in den 1920er Jahren wurden erste eigene Maschinen bei Güring gebaut. In den 80er Jahren etablierte sich daraus ein eigener Unternehmensbereich. Mit unserem eigenen Maschinenbau, der an allen Güring-Standorten weltweit einheitliche und vernetzte Maschinenparks zur Verfügung stellt, garantieren wir eine gleichbleibende Qualität. Und das unabhängig vom Ort der Fertigung. So können wir übrigens auch beim Nachschliff sicherstellen, dass die Leistung eines Neuwerkzeugs erreicht wird. Aber das nur am Rande. Last but not least legen wir mit unserem Präparationsverfahren den idealen Grundstein für das Werkzeug Finish, die Beschichtung. Aber so einfach war es dann leider doch nicht. Kehren wir noch einmal zu den Anforderungen des Marktes zurück. Sie wissen es, der Markt, Sie, Ihre Kunden. Alle wollen das Rundum-Sorglos-Paket, alles aus einer Hand. Daher brauchen wir eine Beschichtung, die auf Schneide und Hartmetall abgestimmt und somit ein Alleskönner ist. Als Basis haben wir ein Schichtsystem gewählt, das bereits seit langer Zeit am Markt seine Stärken und Flexibilität bewiesen hat. In enger Kooperation zwischen F&E und Produktmanagement haben wir die Prozesse für dieses Schichtsystem an das neue Werkzeug und insbesondere an die besondere Charakteristik des Hartmetalls angepasst. Für den XF hatten wir einen Schneidstoff entwickelt, der für ein Hartmetall maximale Zähigkeit bei hoher Härte mit sich bringt. Diese Zähigkeit stellte dann allerdings an die Schicht und insbesondere an die Schichtanbindung enorme Anforderungen. Was haben wir also gemacht? Wir haben alle Prozesse aufeinander abgestimmt und angepasst und hierdurch 3 Dinge erreicht. Erstens eine höhere Anbindung der Beschichtung an das Werkzeug. Zweitens eine wesentlich höhere Verschleißbeständigkeit. Und drittens eine bessere Oberflächengüte. Hartmetall, Makrogeometrie, Mikrogeometrie, Beschichtung. Um so ein Werkzeug wie den RT100XF herzustellen, müssen alle diese Faktoren aufeinander abgestimmt sein. Nur unter Einbezug aller Prozesse entlang der Fertigung ist die Entwicklung eines Bohrwerkzeugs der nächsten Generation möglich. Hier ist es essentiell, alle diese Schritte kontrollieren zu können. Und das ist nur möglich, wenn Sie als Werkzeughersteller jede Komponente, jeden Prozess und jede Maschine beherrschen. Diese ganzheitliche Entwicklung ist es, was uns von unseren Marktbegleitern unterscheidet. Wir vereinen alle leistungsbestimmenden Faktoren unter einem Dach, können diese kontrollieren, gezielt beeinflussen und aufeinander abstimmen. Überwältigende Rückmeldungen unserer Kunden untermauern die überragende Leistung des RT100XF. Am Beispiel einer Futtermittelmatrize aus 90 mN konnten wir die Bearbeitungszeit um bis zu 50% reduzieren. Moderne Hochleistungswerkzeuge bieten somit beste Möglichkeiten, um Zerspannungsprozesse schneller und somit produktiver zu gestalten. Bearbeitungsparameter, insbesondere der Vorschub, lassen sich so um ein Vielfaches erhöhen. Hierdurch ergibt sich ein Zeitsparenvolumen, das bislang unerreichbar blieb. Auch in der Pleuelbearbeitung, wo wir es mit typischen C-Stellen und einem schrägen Bohrungsaustritt zu tun haben, konnten wir die Anzahl der zu bearbeitenden Bauteile nahezu verdoppeln. Und darüber hinaus die Taktzeit um 25% reduzieren. Mit dem RT100XF haben wir ein Werkzeug entwickelt, was Leistung, Standweg und Qualität vereint. Ein Bohrwerkzeug der nächsten Generation. Vielen Dank, Herr Bayer, vielen Dank, Dr. Wehr. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einblicke in die Entwicklung. Wahnsinn zu sehen, was da jetzt alles möglich ist. Vollhartmetallbohren war ja unser drittes und letztes Thema. Und damit sind wir auch leider schon am Ende der Eröffnung der TechLight angekommen. Das Entdecken, das geht für Sie aber jetzt erst los. Klicken Sie sich rein in die digitale Messe. Sie steht Ihnen jetzt 365 Tage im Jahr, 24/7 zur Verfügung. Sie können sich in 6 spannenden Themenwelten bewegen. Sie können Webinare buchen, Expertenvideos schauen, mit Experten chatten und bei Problemen oder Fragen schicken Sie uns einfach eine WhatsApp. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und auf Ihre Anfragen.
Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuschauen, wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Entdecken und sage, hiermit ist die TechLight 2020 eröffnet.